So, heute geht es nochmal um Spurverbreiterung am BMW. Hier haben wir jetzt nochmal ein Set mit einer etwas breiteren Version. Hier sind nochmal längere Radschrauben dabei. Und dann haben wir einmal die Spurplatten für vorne mit 25 mm und einmal die Spurplatten für hinten mit 30 mm. Was wir außerdem noch brauchen, ist eine 17er Nuss. In dem Fall nehme ich jetzt mal einen Schlagschrauber und zum Befestigen nachher wieder einen Drehmomentschlüssel. Mehr braucht man nicht. Aufbau ist dann also ist ja mit Aufbau. So, als erstes müssen wir das Auto jetzt wieder aufbocken. Ist wie beim letzten Mal auch. Ich fange hier in der Vorderachse an. Sagst dann, ne? Auf der Beifahrerseite. Ich spreche nachher ihr drüber. Ja, scheiße, ich muss nochmal was umstellen. Sorry. Also macht ja nichts. Ich habe ja schon, also du kannst ja dann einfach, wir können ja das mit reinmischen. Die Tür öffne ich jetzt wieder wie beim ersten Mal auch, damit er nicht automatisch verriegelt. Wenn die Tür offen ist, kann er nicht verriegeln. Jetzt löse ich einmal die Radmuttern an, solange ich das Rad noch nicht ganz nach oben bewegt habe. Und erst wenn die Radmuttern lose sind, erst dann fahre ich das Auto ganz hoch bzw. bock es komplett auf. Jetzt sind die Radmuttern gelöst und ich fahre ihn komplett nach oben, sodass das Rad nachher frei hängt. Jetzt nehme ich hier den Schlagschrauber zur Hilfe, damit es ein bisschen schneller geht. So, jetzt ist das Rad auch schon frei und kann abgenommen werden. Hier sieht man jetzt die Spurplatte, die ich zuerst verbaut hatte. Das war eine etwas kleinere Version mit 1 cm. Jetzt kommt dann eine etwas größere zum Einsatz. Hier tausche ich jetzt einfach die Spurplatten. Ich habe dann allerdings später noch am Hinterrad gemerkt, dass die Spurplatten, obwohl ich sie nur kurz im Einsatz hatte, hinten an der Hinterachse sich aber schon so ein bisschen festgefressen hatten. Das heißt, ich habe jetzt später dann überall nochmal gründlich gereinigt und eine spezielle Bremsenpaste auf die Radnabe aufgetragen, sodass sich das zukünftig nicht mehr so festbackt. Das habe ich jetzt hier bei dem Rad noch nicht gemacht, beziehungsweise ist hier jetzt nicht zu sehen, weil ich mit dem Rad angefangen habe. Das habe ich dann im Nachgang an diesem Rad auch noch gemacht. Aber für alle kommenden Räder, wie gesagt, aufgrund dessen, dass an der Hinterachse die Spurplatte schon so festgebacken war, habe ich mich dann dazu entschieden, diese spezielle Bremsenpaste zu verwenden. Die sorgt einfach dafür, dass sowas wie Kupferpaste auch, dass sich dort kein Rost bilden kann und es dann eben nicht zu solchen Verbackungen führt. Jetzt habe ich das Rad wieder angeschraubt, die neue Spurplatte ist drauf, jetzt lasse ich das Auto wieder runter. Okay. Hier sieht man jetzt besser den Aufnahmepunkt am Schweller oder unterhalb des Schwellers für den Wagenheber. Das heißt also, hat vorne und hinten jeweils einen speziellen Aufnahmepunkt. Das ist eigentlich sehr, sehr gut gemacht bei BMW. Und jetzt geht es schon ans Hinterrad. Hier wird es, wie gesagt, jetzt ein bisschen schwieriger, weil eben die Spurplatte sich bereits so ein bisschen festgebacken hat, aufgrund dessen, dass dort relativ viel Rost sich angesammelt hat von der Radnabe. Und dann hat die sich sozusagen einfach ein bisschen verklemmt. Jetzt aber zuerst auch wieder das Rad zu lösen, beziehungsweise die Radbolzen vorzulösen. Jetzt entlaste ich das Rad wieder komplett.
Jetzt kommt wieder der Schlagschrauber zum Einsatz. Es geht einfach deutlich schneller. So, jetzt das Rad weg. Und hier sieht man jetzt die alte Spurplatte. Auch hinten habe ich jetzt eine breitere Version. Hinten habe ich jetzt pro Achse 3 cm und vorne 2,5. Und hier sieht man jetzt, die hatte sich tatsächlich, obwohl ich wie gesagt höchstens 3 Wochen damit gefahren bin, schon festgebacken. Als ich sie dann weg hatte, habe ich auch gesehen, warum. Wie gesagt, dort ist eben, tritt relativ viel Rost aus oder bildet sich relativ viel Rost an der Radnabe. Und ja, das sammelt sich dann einfach in den kleinen Hohlräumen zwischen Spurverbreiterung und Radnabe und dann sorgt das dafür, dass die sich so festbackt. Deswegen habe ich mich dann eben dazu entschieden, hier eine entsprechende Bremspaste aufzutragen, sodass das zukünftig nicht mehr passieren kann. Hier muss ich jetzt erst vorsichtig die Spurplatte wieder lösen, indem ich sie ein bisschen rotiere, sodass sie sich etwas vorlöst. Und dann gehe ich mit dem Schraubenzieher nachher in die kleinen Schlitze rein zwischen Radnabe und Spurplatte und hebe sie vorsichtig raus. Das sieht man jetzt hier. Hier gehe ich jetzt oben in die kleinen Spalten und versuche jetzt vorsichtig von allen Ecken das eben jeweils ein bisschen hervorzuhebeln. Und das dauert jetzt ein bisschen. Wie gesagt, die war wirklich relativ fest. Komischerweise nur die eine Seite, die andere Seite war nicht ganz so schlimm. Ja, aber also, ist ja irgendwie diese Siffe aus dem Rad da. Das ist aber Bremsen passt. Jetzt ist er dann gleich gelöst. Ja, das ist auch ganz gut. Gibt es gut. Das ist auf jeden Fall kurz. So, jetzt die Radnabe wieder frei und die alte Spurplatte weg. Hier sieht man nochmal im Vergleich alte und neue Spurplatte. Okay. Wie gesagt, auf der Hinterachse sind es jetzt insgesamt 3 cm, auf der Vorderachse 2,5 und hier mache ich jetzt die Radnabe nochmal sehr gründlich sauber, sodass da keine Rostüberreste mehr dran sind. Und nun bringe ich eben die Bremspaste auf, um dafür zu sorgen, dass da zukünftig sich das auch nicht mehr mit Rost ansammeln kann und dann so furchtbar verbeckt und verklebt. Hier bringe ich jetzt die neue Spurplatte an. Immer darauf achten, dass man dann die Löcher für die Radbolzen entsprechend in eine Linie bekommt, sodass man nachher, wenn man die Felge aufsetzt, die Radbolzen noch einsetzen kann. Ist wie gesagt hier bei der Version dieser Spurplatten immer ein bisschen schwierig, da sie nicht geschraubt werden, sondern durchgeschraubt. Also das heißt, man befestigt den Radbolzen durch das Rad, durch die Spurplatte. Es gibt auch Versionen, da befestigt man die Spurplatte mittels Bolzen erstmal an der Radnabe und dann nachher wieder das Rad an der Spurplatte. Die sind einfacher von der Montage, weil eben wie gesagt die Spurplatte nicht rotieren kann, solange weil eben sie vorher fixiert wird mit den Bolzen. Bei dieser Version kann sie eben rotieren und dann kann es sein, dass wenn man das Rad aufsetzt, sie hat sich ein bisschen verschoben, ist das Loch wieder nicht frei, ist ein bisschen fummelig, aber mit ein bisschen Geduld klappt das dann auch.
Wenn man mit einem Schlagschrauber arbeitet, ist es auch immer ganz ratsam, die Radbolzen erstmal von Hand ein bisschen voreinzudrehen und erst danach mit dem Schlagschrauber zu arbeiten, damit man das Gewinde nicht beschädigt. Gegebenenfalls, wenn man gleich mit dem Schlagschrauber arbeitet, kann es sein, dass eben dadurch, dass es nicht hundertprozentig gerade angesetzt ist, sich das ein bisschen verkeilt und das ist nicht gut fürs Gewinde. Insofern habe ich die jetzt alle erst einmal mit der Hand eingedreht und gehe dann erst danach mit dem Schlagschrauber hin und ziehe sie nochmal nach. Und auch hier nur kurz anziehen, nicht lange draufbleiben mit dem Schlagschrauber. Wir wollen ja nachher entsprechend mit dem richtigen Drehmoment anziehen und wollen das nicht ohne Ende festmachen. Das tut der Felge nicht gut, das tut dem Rad nicht gut, das tut der Radnabe nicht gut. Insofern da nicht wie verrückt mit dem Schlagschrauber draufhalten. Aber hier sieht man jetzt schon, es ist jetzt ganz genau passend, da ist also kein Abstand mehr. So soll es sein. Hier sieht man nochmal auf der anderen Seite hinten, wie gesagt, da war es nicht ganz so schlimm. Da ließ sich die Spurplatte deutlich schneller lösen, war allerdings auch schon ein bisschen angebacken. Aber bei weitem nicht so schlimm wie auf der Beifahrerseite. Was ich ein bisschen schade finde, dass jetzt bei BMW hier für die Radnabe keine solchen Schutzkappen mehr mitgeliefert werden. Frühere Modelle hatten das noch. Das fand ich eigentlich ganz schön. Man konnte dort nicht so viel Feuchtigkeit und auch kein Schmutz eindringen. Warum man davon abgekommen ist, weiß ich nicht. Hier sieht man jetzt nochmal beispielhaft an der Fahrerseite vorne, an der Vorderachse, auch, dass ich dort eben dann im Nachgang nochmal die Radnaben gereinigt habe und auch wieder die spezielle Bremsenpaste angebracht habe, damit sich das nicht mehr verkleben kann. Dann kommt die neue Spurplatte wieder zum Einsatz. Wieder darauf achten, dass die Löcher sozusagen in einer Linie sind und man die Radbolzen dann direkt durchstecken kann, wenn man die Felge aufsetzt. Dann die Felge anbringen. Und dann zuerst einmal mit einem Bolzen fixieren, sodass sich das Ganze nicht mehr so stark bewegen kann. Wenn man dann fertig ist, am Ende nicht vergessen, mit dem Drehmomentschlüssel die Radschrauben nochmal mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen. Ich habe jetzt hier wieder mit 112 Newtonmeter angezogen. 110, 112, 115, das ist alles okay für so eine Alufelge. Wichtig ist auch, dass man immer über Kreuz arbeitet. Und am Ende ist dann so, wenn ich sozusagen 2 oder 3 Mal über Kreuz gearbeitet habe, gehe ich einfach noch einmal komplett im Uhrzeigersinn rum. Nur nochmal, um zu verifizieren, dass auch alle wirklich fest sind. Hier jetzt nochmal hinten. Und dann sehen wir jetzt am Ende noch einmal ganz kurz einen Vergleich, wie es sozusagen mit den 20 mm Spurplatten an allen Vorder- und Hinterachse ausgesehen hat und wie es jetzt mit der neuen aussieht. Also hier jetzt mal der Vergleich: Hinterachse vorher, nachher ist links, nachher ist rechts.